Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du mächtige, unendliche Gegenwart, du alldurchdringende Intelligenz, deine Liebe, Weisheit und Kraft regieren alle Dinge. Deine göttliche Gerechtigkeit ist stetig wirksam in den Leben, in den Welten jener, die mit unerschütterlicher Entschlossenheit auf dich blicken. Wir lobpreisen und danken dafür, dass du die leitende Macht und die bestimmende Intelligenz bist, die über allen Dingen steht. Gott findet immer einen Weg, jenen zu helfen, deren Herz sich ihm zuwendet. Die 12. Rede. Das Leben bringt Geschehnisse und Erfahrungen, die voller Geheimnisse scheinen. Werden sie richtig verstanden, so erweisen sie sich als verkleidete Segnungen. Denn jedes Erlebnis, das uns veranlasst, uns entschlossener der einen schaffenden Gegenwart, ich bin Gott in Tätigkeit zuzuwenden, dient dadurch einem wunderbaren Zweck und wird zum großen Segen. Die unglücklichen Verhältnisse, in denen viele Menschen sich befinden, erwachsen aus 2 Ursachen. Erstens, die Menschen suchen immer nach Quellen der Unterstützung und lenkender Intelligenz, die außer ihnen liegen. Zweitens, Liebe ist die höchste Gegenwart und Kraft des Weltalls. Alle Bedingungen, die sich uns entgegenstellen, haben keine Bedeutung für uns, falls wir uns zu keiner Zeit beirren und von der großen Wahrheit ablenken lassen. Liebe ist der Mittelpunkt des Weltalls, um den alles kreist. Das bedeutet nicht, wir sollten Missklang oder etwas, das nicht Christus entspricht, lieben. Doch stattdessen können wir Gott in Tätigkeit lieben, die Ich-Bin-Gegenwart, die überall anwesend ist. Denn das Gegenteil von Hass ist die Liebe, und niemand kann hassen, wenn er tief geliebt hat. Die Ermahnung Jesu hat wahrhaft diesen Sinn. Jedes menschliche Wesen ist eine Macht und dazu bestimmt, selber sein Leben und seine Welt zu regieren. Wer erkennt, dass in jedem Menschen die Ich-Bin-Gegenwart immer wieder wirksam ist, der weiß, dass er in seinen äußeren Händen das Zepter der Oberhoheit trägt und dass er seine bewusste Entschlossenheit in der Gewissheit einsetzen sollte, dass die unüberwindliche Gegenwart Gottes jeden Augenblick die intelligente Tätigkeit in seiner Welt und in seiner Aufgabe ist. Die Aufmerksamkeit bewahrt davor, sich an die äußere Erscheinung zu heften, die niemals die Wahrheit darstellt, falls sie nicht durch die Ich-Bin-Gegenwart erleuchtet ist. Es kommt nicht darauf an, was für eine Aufgabe im Leben des Einzelnen zu lösen ist. Immer gibt es nur eine Kraft, Gegenwart und Intelligenz, die alles zu lösen vermag. Die Anerkennung des Einzelwesens der allmächtigen Gegenwart Gottes, in die keine äußere Tätigkeit störend eingreifen kann, falls sich nicht die Aufmerksamkeit des Menschen, wissentlich oder unwissentlich, von ihrer zentralen Erkenntnis und Bejahung der höchsten Gotteskraft ablenken lässt. Das Lebensprinzip ist immerfort wirksam und bemüht sich unaufhörlich, in die Gestaltung vorzuströmen und dadurch seine natürliche Vollkommenheit zu erzeugen. Doch menschliche Wesen haben freien Willen und verursachen,
bewusst oder unbewusst Verzerrungen aller Art. Der Einzelne, der seine Aufmerksamkeit fest auf die Ich-Bin-Gegenwart gerichtet hält, auf Gott und mit Gott, wird zur unüberwindlichen Macht, die keine äußere, menschliche Offenbarung zu berühren, zu stören vermag. Durch die Anerkennung, ich bin hier und ich bin dort, werden Freunde sich erheben und uns unterstützen, wenn immer wir sie benötigen. Denn ich bin die Freunde, die erscheinen, wo und wann immer es nötig ist. Die Befreiung von aller äußeren Beherrschung oder Einmischung kann nur erreicht werden durch die Anerkennung der Ich-Bin-Gegenwart, Gott in Tätigkeit, im Leben und in der Welt des Einzelnen. Oft erfordert es starke Entschlossenheit, unerschütterlich in dieser Gegenwart zu verharren, wenn alle Anzeichen sich gegen einen Menschen erheben. In Wirklichkeit können sie niemals Gestalt gewinnen. Das alte Wort stimmt durchaus. Ein Mensch ist erst geschlagen, wenn er aufgibt. Denn solange jemand voller Entschlossenheit auf Gott in seinem Inneren als auf die leitende Intelligenz blickt, kann keine menschliche Tätigkeit lange störend eingreifen. Durch die Tätigkeit der inneren Schau und das Wissen um die hohe Gegenwart geht ein mächtiger Kraftstrom von dem Einzelmenschen aus, hüllt ihn ein und ist unüberwindlicher als eine Wand aus Stahl. Seit vielen Jahrtausenden haben die meisten Menschen ihre Aufmerksamkeit der Welt der äußeren Erscheinung zugewendet und dadurch alle Art von Missklang und Bedrängnis sich zugezogen. Doch heute kommen nun Tausende zum Verständnis der Gottgegenwart in sich selbst, als der unüberwindlichen Macht und erheben sich über die Ungerechtigkeit, den Missklang, die Not der äußeren Schöpfung. Solange die Menschen, einzeln oder im Gesamten, ihre Aufmerksamkeit nicht lange genug auf die Ich-Bin-Gegenwart, auf Gott im Innern gerichtet halten, werden sie sich von der Welt des Unerwünschten umgeben sehen. Doch jeder Einzelne verfügt über die Macht, sich durch die Ich-Bin-Gegenwart darüber zu erheben. Zuerst braucht es eine hohe Entschlusskraft festzuhalten, wenn die scheinbaren Sturmwolken so tief hängen und die äußeren Verhältnisse einen unüberwindlichen Eindruck machen. Bleibt jedoch die dynamische, bewusste Haltung und die Aufmerksamkeit fest auf die Gegenwart Gottes im Innern gerichtet, so flammt sie wie ein Blitz im Sturmgewölk auf und durchdringt und löst Altes auf, was sich drohend aufgestürmt hat. Wer mutig vorwärts schreitet, spürt, wie er immer weniger von dieser unheilvollen äußeren Welt überwältigt werden kann. Der Ausspruch Jesu: Erkennt die Wahrheit, und sie wird euch frei machen, birgt wohl eine der einfachsten und größten Wahrheiten aller Zeiten, denn die erste Voraussetzung, die große Wahrheit erkennen zu können, bestand in dem Wissen, dass ihr diese unüberwindliche Gegenwart Gottes in euch selber tragt. Wisset ihr das, und seid ihr in eurem Bewusstsein dessen ganz sicher? Ich will damit sagen, tretet ihr allem, was euch zu bedrängen scheint, mit dieser unerschütterlichen Bestimmtheit entgegen, beweist ihr, dass diese Gegenwart in euch selber ist. Nun folgt euer nächster Schritt, und ihr werdet euch klar: Ich bin die erleuchtende, offenbarende Gegenwart, durch die keine äußere Tätigkeit,
die mich etwas zu lehren hat, mir vorenthalten werden kann. Denn ich bin die Weisheit, ich bin die Wahrnehmung, ich bin die offenbarende Kraft, die alles zu mir führen, damit ich sehe und verstehe und aus Einsicht handeln lernen kann. Ich bin die einzige Intelligenz und Gegenwart, die tätig sein kann. Sobald ihr das wahrhaft versteht, ist es leicht zu sehen, dass ihr das Zepter in euren eigenen Händen tragt und dass ihr durch diese Ich Bin-Gegenwart alles, was ihr wissen solltet, zwingen könnt, sich euch zu offenbaren. Zugleich sichere ich euch zu, dass dieses geschehen wird, ohne dass irgendwie der freie Wille eines anderen Wesens im geringsten angetastet würde. Es ist Zeit, dass die Kinder Gottes, die nach dem Lichte blicken, zu dieser Herrschaft erwachsen. Ich sage euch, es ist kein Unrecht und kein Fehler, wenn ihr, was euer eigen ist, beansprucht und verlangt. Dadurch mischt ihr euch in keiner Weise in das Tun irgendeines anderen Wesens ein. Versuchen andere durch äußere Geschäftigkeit uns das zu nehmen, was uns gehört, so ist es jederzeit unser Recht, durch die Ich-Bin-Gegenwart zu gebieten, dass dieses ganze Geschehen berichtigt und unser Eigentum uns wiedergebracht werde. Dabei haben wir uns sehr vor Rührseligkeit zu hüten. Haben wir die göttliche Kraft in Bewegung gesetzt und beginnt die göttliche Gerechtigkeit sich auszuwirken, dann dürfen wir nicht durch schwächliches Mitgefühl den Ablauf des innergesetzlichen Geschehens unterbrechen wollen. Werden menschliche Wesen gänzlich durch ihr Äußeres selbst regiert und schenken sie der Kraft Gottes, die ihnen das Leben gibt, keinerlei Beachtung, so fallen sie leicht in den Fehler, irgendein Unrecht zu begehen. Heißt das nun, wir sollten ihnen erlauben, dies in unserer Welt zu tun? Nein. Wir wissen, dass wir die mächtige Kraft Gottes in uns tragen, die überall Recht und Gerechtigkeit gebieten und fordern kann. Ich möchte euch darüber ein Beispiel geben. Eine meiner Schülerinnen hatte eine sehr bedrückende Erfahrung zu durchschreiten. Sie war geistig hochstehend, und ich sagte ihr, sie solle Recht und Gerechtigkeit verlangen. Sie befolgte diesen Rat, und unverzüglich kamen die Rückschläge auf jene, die ihr Unrecht zufügen wollten. Aus Herzensgüte überfiel die Schülerin nun Reue, und sie wünschte, wenn sie nur keine Gerechtigkeit gefordert hätte. Sie kam zu mir und fragte mich, was soll ich tun? Ohne Zögern gab ich ihr zur Antwort: Halte fest an dem Gebot, das du ausgesprochen hast. Du bist nicht verantwortlich für die Lehre, die diese Menschen, die dir Unrecht getan haben, noch zu lernen haben. Lasse diesem notwendigen Geschehen seinen Lauf und lasse dich von ihm nicht beunruhigen. Beginnen die Menschen Unrecht zu tun, so setzen sie im gleichen Augenblick das große universale oder kosmische Gesetz der Vergeltung in Tätigkeit, und sie können dessen Rückschläge ebenso wenig widerstehen und entgehen, als sie den Lauf der Planeten aufzuhalten vermöchten. Dem unschuldigen Opfer scheint es oft sehr lange zu gehen, bis die Vergeltung sich einstellt. Doch je länger diese verzögert wird, desto gewaltiger bricht sie dann herein. Es gibt kein menschliches Wesen, das diesen Gesetzen entgehen könnte.
Öfter stellen sich Schüler und andere Menschen vor, es könnte etwas Böses angewünscht werden. Ich versichere euch, das ist nicht möglich. Es gibt nur einen Weg, dass einer sich der Wirkung unerwünschter Gedanken öffnet, wenn er Empfindungen der Verurteilung oder des Hasses in sich duldet. Tut er jenes, so erzeugt er das, an was er glaubt. Der Schüler, der die Kraft Gottes in sich selber kennt, braucht niemals etwas zu fürchten, von keiner Seite. Der Einzelne kann, wenn er will, die Fülle der Tätigkeit Gottes in seinem Leben und in seiner Welt erfahren. Es ist einfach eine Frage eigener Entscheidung. Wünscht ihr Frieden und Harmonie, so wisst, ich bin die Kraft, die sie erzeugt. Wünscht ihr Berichtigung in euren Angelegenheiten und in eurer Welt, so wisst, ich bin die mächtige Intelligenz und Kraft, die alles berichtigt, und keine äußere Tätigkeit kann es verhindern. Des Lebens unaufhörliche Geschäftigkeit scheint viele Geheimnisse zu bergen. Doch die erleuchtende Gegenwart des mächtigen Ich Bin im Innern wird nicht von ihr berührt und ist immer bereit, euch in unvorstellbare Fülle zu segnen, wenn ihr es nur gestattet. Wie könnt ihr das tun? Durch die freudige Annahme, (Akzeptierung der mächtigen Gegenwart und des Wissens um die mächtige Kraft in euch. Zögert nicht, euch bei eurem geringsten Tun diese Kraft in Bewegung zu rufen, denn es gibt keine Kraft im Weltall außer Gott, der durch euer Bewusstsein und euer Gemüt, durch euren Leib und durch eure Welt sich auswirkt. Sagt oft, ich bin die Gegenwart in allem, was ihr getan haben möchtet. Es öffnet der Kraft Gottes den Weg zur Tat und bringt euch Gerechtigkeit. Hegt für die Außenwelt, die in ihrer Unwissenheit Unrecht tut, Wohlwollen, ob sie auch das Unrecht euch selber oder in jemand anderem tut. Bleibt ruhig und heiter und wisset, Gott ist die einzige Intelligenz und Kraft, die in eurer Welt und in euren Aufgaben sich auswirkt. Ich bin in euch ist die sich selbst erhaltende und heilende Kraft, die sich in eurem Gemüte und in eurem Körper offenbart. Dieses Wissen hält euch in größerem Einklang mit ihr. Schaut auf Gott, und seine Energie wird stetig strömen und jeder Lage Meister werden. Wer dieses Gesetz versteht, wird weder eine Ungerechtigkeit verursachen, noch den Bedingungen, die andere Wesen ihm von außen aufzuerlegen versuchen, folgen. Erinnert das Bewusstsein oft an diese Tatsache. Wahrt in euch stetig das sichere Wissen, dass nur die Gegenwart und Kraft Gottes in euch und euren Aufgaben tätig ist. Sagt euch jederzeit, es gibt nichts Verborgenes, das mir nicht offenbar würde. Das zu tun ist immer nötig, was andere Menschen gegen euch auch unternehmen möchten. Euer Schutz besteht immer darin, dass ihr ihnen die Liebe Gottes zuschickt. Wenn Menschen versuchen, sich einer Ungerechtigkeit zu erfreuen, so werden sie sicherlich niemals die Freude erleben, denn immer werden sie die Fähigkeit dazu einbüßen. Andere Menschen haben das gleiche Vorrecht, wie ihr mit Gott zu leben, und wenn sie sich nicht entscheiden, so zu handeln, ist das ihre Sache. Gott ist die allwissende Gegenwart und Kraft. Er weiß und entdeckt alles. Benutzt diesen Spruch.
Mächtiges Meister selbst, die Ich Bin-Gegenwart im Innern dieses, in Klammern jedes Einzelwesens, komm hervor in deiner bewussten Kraft, mit deiner mächtigen Einsicht und Voraussicht, mit deiner Weisheit und lenkenden Intelligenz, und verfüge, dass für dieses Wesen alles in Ordnung kommt und es den wohlverdienten Frieden und die Ruhe empfängt. Ich bin die gebietende Gegenwart, die dieses anordnet und verfügt. Sogleich hat es zu geschehen. Erhebe das Bewusstsein in das volle, blendende Licht, wo dieses Wesen die Ruhe und Schönheit zu erkennen vermag, die ihm durch seine eigene Schöpfung und sein Dienen zustehen. Es ist ein Fehler, wenn wir unser Mitgefühl durch Verhältnisse, die sehr störend sind, anziehen lassen. Sagt bestimmt: Ich bin die einzige Gegenwart, die dort handelt. Wollt ihr solchen, die durch den sogenannten Tod geschritten sind, helfen, so sagt: Ich bin die Gegenwart, dieses Wesen der Sphäre, in die es gehört, trägt, belehrt, erleuchtet. Kommt der Schüler zur richtigen Vorstellung, wie er seine Liebe zu seinem eigenen göttlichen Selbst hinströmen lassen kann, so wird er von jeglichem Missklang gänzlich befreit werden. Um die Bedingungen vollkommen zu machen, benutzt das Wort: Ich bin die Gegenwart, die dort die Lage beherrscht und Heilung bringt. Die Menschen im Allgemeinen, wie die Ärzte im Besonderen, haben die Dinge jammervoll verdreht. Das Einzelwesen, das sich in die Gottgegenwart zu erheben und darin zu leben sucht, benötigt die Kraft, die es vergeudet. Sie ist die Energie, die es befähigt, die Gottgegenwart festzuhalten. Diese Kraft ist das Leben, das ihnen ermöglichen soll, sich der Gottgegenwart zuzuwenden und sie anzunehmen. Hat nun das äußere Selbst jahrhundertelang diese Energie benutzt, unrichtige Bedingungen zu erzeugen, so legt die fortgesetzte Kraftverschleuderung das Bewusstsein der Menschen immer mehr trocken. Ärzte sind in vielem für diesen schrecklichen Zustand verantwortlich, denn sie befürworten die Befriedigung des Geschlechtstriebes. Dieser bringt die größte Kraftverwüstung, gegen die sich menschliche Wesen zu behaupten suchen müssen. Sie macht es unmöglich, die Gottgegenwart lange genug festzuhalten und die Meisterschaft erlangen zu können. Sie ist zu 95% die Ursache der Vergreisung, des Verlustes der Seh- und Hörkraft und des Gedächtnisses, da diese Fähigkeiten erst nachlassen und schwinden, wenn diese Lebensenergie nicht mehr strömt. Den meisten Leuten könnt ihr es nicht sagen, bis sie derart schwere Schläge erlitten haben, dass sie fast verzweifelt vor dem Jammer ihrer eigenen Schöpfung stehen. Dann erst lauschen sie diesen Wahrheiten. Ohne diese Lebensenergie ist der Willen völlig machtlos. Es gibt nur einen Weg, etwas zu ändern, was mangelhaft erschaffen und in unrichtige Kanäle geleitet worden ist. Es ist die Aufmerksamkeit, die es dort bei Missbrauch und Fehlerhaftigkeit festhält und anders leitet. Wendet unverzüglich den Gedanken auf das höhere Selbst. Viele Menschen sind der Meinung, sie könnten durch bloße Willenskraft, durch Zwang die Energie beherrschen. Das ist nicht möglich, denn sie stauen sie dadurch auf und sie bricht dann an anderer Stelle durch. Der einzige Weg, den Missbrauch einer Kraft dauernd zu überwinden, lautet: Nimm die Aufmerksamkeit von der Verirrung hinweg und hebe sie darüber hinaus.
benutzt den Spruch: Ich bin die beherrschende Gegenwart dieser Kraft und die einzige Macht, die sie erhöhen kann. Ich bin die Gegenwart, die dies vollzieht, und daher wird es jetzt sogleich geschehen, denn Gottes Tätigkeit wirkt immer augenblicklich. In jeder unrichtigen Lage fordert das erste Gebot, das Gesetz der Verzeihung anzurufen. Erinnert euch, ist eine Sache in Bewegung gesetzt oder mit Kraft versehen worden, so rollt sie ohne weiteres Zutun. Der physische Körper ist das Werkzeug, das die Berührung mit der Sinneswelt ermöglicht. Nähert ihr euch dem Punkte der Präzipitation, in Klammern Verdichtung aus dem Urstoff, so benutzt weiterhin den Körper für die gewöhnlichen körperlichen Leistungen. Es gibt die innere, die mentale, in Klammern Verstandes, und die physische, in Klammern körperliche Welt. Der irdische Körper wurde geschaffen, um in der niedrigen Schwingung, in Klammern Vibration der Erdenwelt tätig zu sein. Er ist das natürliche Hilfsmittel für diesen Zweck. Das ist die Ursache, warum einzelne Menschen eine unbegrenzte Kraftmenge scheinen verfügbar zu haben. Kann doch, was während des einen Lebens aufgespeichert wurde, in die nachfolgenden Leben mitgenommen werden. Vielleicht eines der unglückseligsten Geschehnisse im Leben der Menschen ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Mensch einen anderen durch standesamtliche Verpflichtungen zu einer sexuellen Betätigung nötigen kann, auch wenn der Genötigte sich daraus erheben möchte. Sogar unter der Unwissenheit des äußeren Verstandes erreichen einzelne Menschen eine kraftvolle Entfaltung ihrer Sexualtätigkeit. Die reine Liebe Gottes geht nicht in die Bereiche, die unterhalb des Herzens liegen. Wahre Liebe erfordert niemals eine geschlechtliche Verbindung irgendwelcher Art. Die große Schar der in das Licht aufgestiegenen steht immer jenen bei, die das Rechte tun wollen. Schickt eure Gedanken ihnen zu, und ihr werdet immer ihre Hilfe empfangen. Ich besitze eine unverwundbare, unüberwindliche Kraft, wenn ihr wisst, dass ihr die Ich-Bin-Gegenwart erkennt. Das Gesetz der Verzeihung ist das weit offene Tor zum Herzen Gottes. Es ist der Grundton und der Mittelpunkt, um den das Weltall sich dreht. Segensspruch: Du mächtige, unendliche Gegenwart Gottes, wir lobpreisen dich und danken dir für deinen unaufhörlichen Beistand. Wir rufen deinen Segen an, deine Weisheit, deine Intelligenz, damit sie durch jedes Wesen wirken kann, dem Gemüte und dem Leibe Frieden bringen, dem Herzen die Freude, die leitende, siegreiche Gegenwart in alle Dinge zu tragen. Wir lobpreisen dich und danken dir, dass die mächtige Gegenwart, ich bin, Gott in Tätigkeit in allen amtlichen Stellen wirkt und deine Vollkommenheit in deinem Namen und durch deine Gegenwart sich überall ausbreiten.